Elotrans, keine Ahnung. Elotrans. Ja, das ist ein super Zeug. Ich weiß es wirklich nicht. Transportfirma vielleicht. Vielleicht irgendein Mittel gegen eine Krankheit? Doch, warte mal, ist das ein Medikament zum Einnehmen von Elektrolyten, richtig? Bingo! Elotrans ist ein Medikament. Wir haben hier im Moment Deutschland meistgesuchtes Arzneimittel, Elotrans, beworben als Mittel zum gefahrlosen, übermäßigen Genuss von Alkohol, damit der Kater anschließend nicht so stark ausfällt. Elotrans liefert dem Körper nach Durchfall fehlende Salze, Mineralstoffe und Zucker. Der Hype um das Medikament beginnt im Internet, wo ungewöhnliche Rezensionen in sozialen Netzwerken die Runde machen. Dieser magische Feenstaub ist quasi der heilige Gral für den gefürchteten Horrorkater. Welcher folgt, wenn man sich mal wieder mit den Boys auf abartigste Art und Weise das Blechdach verbogen hat. Ob man sich nun stumpf alleine den Schädel flutet Oder sich einfach bürgerlich mit Jägermeister die Leber reißt, die Höllenqual am nächsten Tag bleibt einem aufgrund dieses Gottesprodukts größtenteils erspart. Das Medikament gegen Durchfall wird zum Internetstar. Es folgt ein Run auf die Apotheken. Innerhalb von 3 Wochen, nachdem das erste Mal das Elotrans im Internet auftauchte, war es deutschlandweit ausverkauft. Ja, hier in der Apotheke war es auch, dass wir uns erst nur gewundert haben. Wir haben uns nichts dabei gedacht, bis dann irgendwann jemand auf die Idee kam, mal im Internet zu gucken. Und dann haben wir begriffen, okay, es geht also darum, einen Kater zu vermeiden. Elotrans ist rezeptfrei erhältlich und damit ist die Einnahme zur Katervorbeugung auch nicht verboten. Es ist natürlich trotz allem eine falsche Anwendung oder eine nicht gewollte Anwendung. Und dass dafür jetzt ein echtes Arzneimittel für Kinder und Säuglinge fehlt, ist für jeden, der Mutter und Vater ist, natürlich ein Schlag ins Gesicht und darf eigentlich nicht sein. Das ist nicht so nett. Es gibt die Alternative ohne Süßstoff, die heißt dann Oralpedon. Die gibt es auch theoretisch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber auch das ist, weil ja baugleich, komplett ausverkauft. Die Firma Stada kommt nicht mit der Produktion hinterher. Die Firma erweckt aber auch nicht zwingend den Eindruck, die Einnahme zur Katerprophylaxe unterbinden zu wollen. Stada betreibt einen eigenen Elotrans-Kanal auf Instagram. Und was man dort zu sehen bekommt, sieht zumindest für uns nicht so aus, als würde man davon abraten, das Pulver so einzusetzen. Sogar ein Foto aus einem Film über Drogenbaron Pablo Escobar wird hier verwendet. Während Feierfreudige das angebliche Wundermittel horten, filmen sich YouTuber bei Selbstversuchen mit Elotrans. Absolut gutes Zeug. Ich würde magisches Pulver so unterschreiben. Hast du es auch schon mal genommen? Nein. Ja, habe ich in meiner Schublade für Notfälle. Ich hatte es doch schon mal. Schon mal genommen? Ja, schon mal genommen. Tatsächlich, als es mir richtig schlecht ging. Und dann hat mein Freund das aus der Apotheke mitgebracht, hat es empfohlen bekommen. Und? Ich fand's gut, ich fand's lecker. Apotheker Peschke zweifelt an der Wirkung gegen Kater. Was rudimentär vielleicht möglich ist, den abzuschwächen, aber los wird man ihn mit Sicherheit nicht. Entsteht durch den Hype ein Placebo-Effekt? Hilft Elotrans, weil man daran glaubt? Und was hilft wirklich? Gar nicht so viel, weil ein Kater eine Vergiftung ist, eine Acetaldehyd-Vergiftung. Die kann man eigentlich nur richtig begegnen, wenn man weniger Alkohol trinkt, sich mehr Zeit lässt oder mehr Wasser, mehr andere Flüssigkeit dazu nimmt. Eventuell gibt es die Theorie, dass am Vorabend, also zum Alkohol genossen, eine Aspirin hilft, weil sie das Blut verdünnt und damit das Acetaldehyd besser mit dem Abbauenzym in Kontakt kommt. Aber das sind alles Sachen, die natürlich wissenschaftlich nie überprüft worden sind. Also mein Tipp, einfach nur das trinken, was man verträgt. Da muss man auch nicht überlegen, was man gegen den Kater nehmen soll.